ganz viele von den Glaubenssätzen fangen ja an mit „Ich muss". Wenn ich morgens sage, ich muss jetzt aufstehen, weil ich muss ja noch duschen, ich muss ja Kaffee trinken, ich muss zur Zeit auf der Arbeit sein, ich muss meine Arbeit gut machen, ich muss was Gesundes essen in der Mittagspause. Was muss ich alles machen, damit nicht was ganz Schlimmes eintritt? Und wir wissen auch, dass die Region im Gehirn, also der rechte präfrontale Kortex, wo das alles abläuft, der ist ganz stark verbunden wiederum mit dem Stresssystem des Gehirns. Jedes Mal, wo das Wort muss benutzt wird, wird tatsächlich über diese ganzen Verbindungen wird tatsächlich dann auch Stress ausgelöst. Das kann man tatsächlich sogar erfassen. Dadurch, dass wir es machen, dass wir weiter dieses Wort ständig nutzen, verstecken wir auch diese Verbindungen, ne? Dass wir ständig mit solchen Sätzen halt auch Stressreaktionen im Körper auslösen. Wenn ich es jetzt fertig bringen würde, das muss durch Will zu ersetzen, dann ist es rational richtiger. Und wenn ich mir sage, ich mache das aus einem guten Grund. Mindseed mit Leon Heimann. Sascha Bachem ist Psychotherapeut und Autor des Bestsellers Therapy to Go. Und je tiefer er sich mit Glaubenssätzen und menschlichem Verhalten beschäftigt hat, desto klarer wurde ihm, viele Gedanken, die wir für unsere Persönlichkeit halten, sind eigentlich nur erlernte Reflexe. Das Spannende daran ist, dass wir oft glauben, wir müssten nur positiver denken, um uns zu verändern. Aber genau das stellt er in Frage, denn viele unserer inneren Muster laufen längst automatisch ab. Geprägt durch Kindheit, Leistungsdruck und die Art, wie wir gelernt haben, mit uns selbst zu sprechen. Selbst ein einziges Wort wie „ich muss" kann laut ihm Stress auslösen und unser Denken beeinflussen, ohne dass wir es merken. Ich wollte mit Sascha sprechen, weil ich das Gefühl habe, dass viele Menschen heute ständig an sich arbeiten wollen, aber dabei noch mehr Druck aufbauen. Und weil mich die Frage interessiert hat, wie verändert man sich wirklich, ohne gegen sich selbst zu kämpfen? In dieser Folge geht es darum, wie Glaubenssätze entstehen, warum wir uns selbst oft weniger ernst nehmen als andere und wie man beginnt, Gedanken bewusster wahrzunehmen, statt ihnen reflexartig zu folgen. Und wenn dich Gespräche über mentale Gesundheit und persönliche Entwicklung interessieren, dann abonniere den Kanal doch gerne mal kostenlos auf YouTube oder Spotify. Damit unterstützt du den Kanal und sorgst dafür, dass wir weiterhin solche Gespräche führen können. Ich wünsche dir viele spannende Erkenntnisse bei dieser Folge Mindseed Podcast, deinem Ort für mentale Gesundheit und persönliche Entwicklung. Was denkst du, sind die wichtigsten Schritte, um in die Veränderung zu kommen? Genau, es ist halt sehr wichtig zu verstehen, dass es auch sehr menschlich ist, ne, sich an dem festzuhalten, was wir gut kennen, was vertraut ist, und dass Veränderung immer schwierig ist. Sogar wenn ich rational erkenne, das wird mir besser tun, ich sag mal, weniger Alkohol zu trinken oder mich mehr zu bewegen. Ne? Genau, gegen Jahresende oder Anfang des neuen Jahres, wenn viele Menschen sich wieder gute Vorsätze nehmen, ne? Was ja eigentlich was sehr Gutes ist. Aber wieso ist es so offenkundig, so schwer, diese guten Vorsätze umzusetzen, wenn ich rational genau weiß, dass das eigentlich das Beste für mich wäre? Und das ist halt wichtig, sowohl in der Therapie, aber auch eigentlich für uns alle, das zu verstehen. Erstmal, es ist okay, dass das schwer ist. Es ist eigentlich es geht gegen das Menschliche, was wir in uns haben, dass wir uns am liebsten festklammern an dem Alten, auch wenn es nicht so gut ist, zumindest ist es vertraut. Und vertraut ist immer einfach schon mal beruhigend. Genau, und wenn man das wiederum versteht, ne, auch da ist es wichtig, einen Gang vorzuschalten. Erstmal Patienten oder nicht nur Patienten, uns allen verständlich machen, ich setze mir ein neues Ziel, es wird nicht so leicht werden, wie ich es vielleicht denke, und das ist okay. Und wenn ich das einsehe, kann ich mich vielleicht darauf vorbereiten, dass ich dann die Wahrscheinlichkeit erhöhe, dass ich das umgesetzt bekomme. Weil ganz oft denken wir es, ich zähle mich da auch dazu, nicht unbedingt bis zum Schluss durch. Ne? Wir haben einen guten Vorsatz, eine gute Idee, aber wenn uns das wirklich so wichtig ist, mache ich dann alles dafür, dass dieses Ziel jetzt auch gerade umgesetzt wird. Ich habe zum Beispiel regelmäßig Patienten, die dann sich ein Therapieziel setzen und dann sagen sie das nächste Mal, ja, ich habe, als der Moment gekommen ist, um zum Beispiel dann Sport zu machen, dann habe ich es doch nicht gemacht, weil ich gedacht habe, ich habe noch so viel anderes zu tun. Und dann sage ich immer, aber Sie sind jetzt hier in unserem Termin. Sie sind noch nie zu spät gekommen, Sie haben noch nie abgesagt. Wieso sind Sie hier?
Ja, weil ich einen Termin habe. Das kann ich ja nicht einfach absagen. Ne? Sag ich, wieso nicht? Also wieso sagen Sie sich selbst einen Termin ab, aber Sie würden nicht den Termin beim Zahnarzt oder beim Anwalt oder beim Therapeuten absagen? Bin ich wichtiger? Ist der Zahnarzt wichtiger als Sie? Und ganz oft ist es ist nicht unbedingt die große Erkenntnis, aber es ist klar, wenn es nur um uns selbst geht, dann haben wir ganz oft Tendenz zu sagen, ach, so wichtig ist es dann doch nicht. Oder wenn was dazwischen kommt, dann kommt halt was dazwischen. Und so banal das klingt, aber es macht einen riesen Unterschied, wenn ich einen Termin mit mir selbst vereinbare. Ich möchte den Termin beim Therapeuten nicht verpassen, also setze ich mir eine Erinnerung im Handy oder klebe mir irgendwo ein Post-it hin. Ich überlege vielleicht sogar, wie viel Zeit brauche ich, um dahin zu kommen. Also muss ich ja eher weg. Also muss ich mich bereit machen, mich vorbereiten, eventuell sogar, um dahin zu gehen. Und das alles könnte ich ja auch auf mich selbst beziehen. Ne? Wenn mir das wirklich wichtig ist, dann kann ich mir einen Termin setzen. Ich kann wirklich überlegen, wann und wo mache ich das, damit ich das auch konzentriert machen kann. Wenn ich mir vorgenommen habe, an einem Projekt zu arbeiten, über zum Beispiel meine Zukunft nachzudenken, ganz einfach, oder beruflich eine große Entscheidung zu treffen. Mache ich das zwischen Tür und Angel nach der Arbeit, wenn ich müde bin? Oder soll ich mir vielleicht doch besser einen Termin setzen, zu einer Zeit, wo ich einen klaren Kopf habe, nicht abgelenkt bin? Kann ich das im Umfeld vielleicht auch ankündigen, damit jeder weiß, da will der nicht gestört werden, der braucht ein bisschen Zeit, um an seinem Projekt zu arbeiten. Also es klingt furchtbar simpel und banal eigentlich. Ne? Und trotzdem ist es etwas, was uns schwerfällt. Wenn es nur um uns selbst geht, dann nutzen wir nicht diese ganzen kleinen Stellschrauben, die die Wahrscheinlichkeit ein bisschen erhöhen würden, damit ich es auch wirklich durchziehe nachher. Die Frage ist doch, warum nehme ich mich selber nicht so ernst wie eine andere Person, die ich vielleicht gar nicht kenne? Mhm. Genau. Weil wenn ich zu dir in die Praxis komme, so, Beispiel, ja, dann nehme ich das ernst, weil wir haben einfach eine Abmachung und ich möchte mich an die Abmachung halten. So. Genau. Jetzt setze ich mir zum Beispiel einen Termin für mich selber. Mache ich auch öfter und es gibt Dinge, die fallen mir leicht, zum Beispiel zum Sport gehen fällt mir leicht. Mir fällt es leicht, auf meine Ernährung zu achten und so weiter, aber manchmal, wenn es um mentale Hygiene geht oder wenn es zum Beispiel bei mir um Schlafhygiene geht, halte ich meine Termine nicht ein. Ich weiß nicht warum. Ich weiß ganz genau, das wird mir jetzt gut tun. Das ist wichtig für dich. Das ist wichtig für den nächsten Tag. Vielleicht nicht für den Moment, ne? Für den Moment hast du vielleicht gerade Lust, dir noch irgendwelche anderen Reize zu geben, ne? Vom Schlafengehen. Aber für morgen, für dein Wohlbefinden insgesamt, nachhaltig, wäre es jetzt sinnvoll, wäre es jetzt gut für dich, wenn du einfach schlafen gehst. Warum halte ich meine eigenen Termine und Wünsche nicht ein, aber wenn eine dritte Person involviert ist, warum fällt es mir dann so viel leichter? Wenn ich doch eigentlich jeden Tag in meiner Haut bin und ich wie gesagt, die andere Person vielleicht auch gar nicht kenne, so ist eigentlich eine fremde Person. Warum positioniere ich die denn dann höher als mich? Das ist die Frage, die wir uns stellen sollten, ne? Die natürlich nicht rational ist, so wie wir es im Alltag ganz oft erleben. Und wo kommt das her? Wiederum wahrscheinlich ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren, aber sicherlich auch Sozialisierung. Ne? In unserer Gesellschaft hat es einen sehr hohen Stellenwert, was andere eventuell von uns denken. Also hast gesagt, wieso bin ich oder nehme ich mich selbst nicht so ernst wie die andere Person? Ja, manchmal ist es ja paradoxerweise beides. Ne? Ich nehme die andere Person ernster, weil da respektiere ich den Termin. Aber wenn es darum geht, mit wem bin ich strenger, dann ist es ganz oft mit mir selbst. Ne? Wenn ich den Termin verpasse, wenn ich 5 Minuten zu spät komme zum Termin, dann mache ich mir vielleicht schon Vorwürfe, bin gestresst. Wenn die andere Person zu spät kommen würde, würde ich sagen, das ist ja gar kein Problem. Ne? Das passiert ja jedem. Also irgendwo ist da so ein Paradoxon. Aber es ist wichtig, das zu erkennen, weil das ist vielleicht der Schlüssel, wenn es darum geht, nachhaltig was zu verändern, weil man bewusst erkennt, das wird mir gut tun. Dass man das genauso ernst nehmen würde wie einen Termin
bei einem Arzt, egal bei wem eigentlich. Oder halt auch ein Projekt. Deshalb nutze ich auch manchmal, ich benutze manchmal dieses Wort Projekt. Vor allem, also es hängt davon ab, wo man arbeitet, aber viele Arbeitnehmer verbinden dann irgendwo, ja, im beruflichen Kontext Projekte, das ist klar. Ne? Wenn ich ein Projekt habe, dann bereite ich mich drauf vor, dann überlege ich, wann mache ich was sind Etappen. Ja, wieso, vor allem wenn ich so ein Fachwissen habe, wenn ich beruflich eventuell diese Skills habe, sowas zu planen und umzusetzen, wieso nutze ich das nicht für mich selbst privat? Also eine furchtbar simple Frage, aber eigentlich ist die Frage selbst vielleicht schon der Schlüssel, ne? Dass man das in Frage stellt. Wieso soll ich mir selbst da weniger wert sein? Endlich ist es soweit. Ich gehe mit Mindseed auf Live-Podcast-Tour. Dieses Jahr wage ich den Schritt aus dem gewohnten Studio direkt zu euch auf die Bühne. Ich freue mich riesig drauf, dieses Herzensprojekt gemeinsam mit wunderbaren Gästen wie Dr. Jan-Uwe Rogge, Verena König, Dr. Britta Papay und Lutz Ulrich Besser live zu moderieren. Ihr werdet als Community fester Bestandteil der Show. Ihr könnt euch aktiv am Gespräch beteiligen und wenn ihr mögt, sogar selbst zu uns auf die Bühne kommen. Euch erwartet also kein klassischer Frontalauftritt, sondern ein gemeinsames Erlebnis auf Augenhöhe mit Raum für echten Austausch, auch über die Show hinaus. Ich kann es kaum erwarten, euch persönlich in Berlin, Hamburg, Stuttgart und Düsseldorf zu sehen. Ihr sichert euch eure Plätze. Den Link zu den günstigsten Tickets findet ihr direkt in den Shownotes oder auf meinen Social-Media-Kanälen. Ich freue mich auf euch. Aber es gibt ja Menschen, die haben das nicht so. Die nehmen sich selbst ernst und ernster und priorisieren da anders. Das heißt, bei den Menschen, die sich selber nicht so ernst nehmen, da steckt ja was dahinter. Mhm. Da ist ja ein Glaubenssatz dahinter. Mhm. Welcher ist das? Glaubenssatz ist ein guter Begriff. Ne? Wir haben ja alle Glaubenssätze, Schemata, die wir vielleicht uns angeeignet haben, bereits sehr früh im Leben. Aber es kann eigentlich sehr verschiedene Glaubenssätze sein, die zum gleichen Resultat geführt haben. Ne? Es kann sein, dass ich abgespeichert habe, ich bin nicht gut genug, wenn ich eventuell sehr strenge Eltern hatte oder Erfahrungen gemacht habe mit Autorität. Es muss auch nicht immer die Eltern gewesen sein. Es kann auch sein in der Schule, dass irgendwo alles, jede Anstrengung eigentlich nicht gewürdigt worden ist, das Resultat nur bewertet worden ist und ich dann immer wieder gemerkt habe, egal wie ich mich anstrenge, es ist nicht gut genug. Und so ein Glaubenssatz kann heute noch immer dafür sorgen, dass ich sage, ich bin nicht gut genug, außer ich mache alles perfekt und 5 Minuten zu spät kommen für einen Termin in den Augen der anderen Person. Das wäre schon ein Drama. Solange ich da versuche, solche Situationen zu vermeiden, bleibe ich irgendwo vielleicht dann in der Illusion stecken, solange ich alles perfekt mache, ist es vielleicht gut genug zum Beispiel. Ne? Aber es kann auch sein, dass ich vielleicht eher gelernt habe in der Erziehung, in der Sozialisierung, man muss anderen immer alles recht machen. Es ist besonders wichtig, dass man versucht, immer einen guten Eindruck zu hinterlassen. Vielleicht ist es gefährlich, wenn andere einen schlechten Eindruck von mir haben. Vielleicht habe ich irgendwo in der Vergangenheit irgendwo eine Erfahrung gemacht, wo vielleicht wirklich die Tatsache, dass andere ein schlechtes Bild von mir hatten, vielleicht mit einer Gefahr verbunden war. Also man merkt schon, es gibt meistens nicht diese eine einfache Antwort. Deshalb habe ich ja gesagt, es ist wichtig, Patienten, wiederum im therapeutischen Kontext, sowohl diese Erklärungen mit an die Hand zu geben, die wir heute haben aus Therapieforschung und so weiter, aber halt auch immer wirklich das auf die Person selbst zuzuschneidern. Es gibt nicht dieses eine Erklärungsmodell aus Psychologie, Psychotherapie, das für uns alle gelten würde. Aber es gibt solche Elemente, die, wenn man die versteht und versteht, wie die bei einem selbst greifen, wirken, dann wiederum im zweiten Schritt verstehe ich auch die Stellschrauben, an denen ich dann vielleicht nachher drehen kann. Was war ein Glaubenssatz oder ist ein Glaubenssatz, an den du glaubst? Ich merke bei mir selbst ganz oft auch, dass ich diesen Wunsch habe, Sachen gründlich zu machen. Es klingt ein bisschen nach einer Plattitüde, aber diese
dieser Perfektionismus irgendwo, den kenne ich von mir selbst. Da greife ich aber auch oft schon rechtzeitig vor, um das ein bisschen abzudämpfen. Es muss perfekt sein. Es sollte bestmöglichst perfekt sein. Und mittlerweile sind wir da schon bei, es ist schon okay, wenn ich gerne habe, dass Sachen gut sind und bestmöglichst irgendwie sich ausprägen. Ne? Und da bin ich, und das ist mir durchaus bewusst, nicht allein damit, dass es wieder, irgendwo leben wir in einer Leistungsgesellschaft, das ist ja eine Realität. Irgendwo werden wir ständig bewertet, sowohl beruflich, aber halt auch außerhalb davon. Und das ist ja alles auch, ist kein Geheimnis mehr, ne? Dass auch soziale Medien irgendwo da nochmal als Katalysator gedient haben und dass wir eigentlich jetzt ständig, egal was wir machen, egal wo wir sind, dadurch, dass wir potenziell immer erreichbar sind, so dadurch, dass wir potenziell immer nachgucken könnten, ob irgendein Post nochmal ein Like bekommen hat oder nicht, sind wir eigentlich ständig, sogar wenn wir das Handy ausschalten, ich habe das Handy dabei, ich könnte es jetzt anschalten, ich könnte jetzt nachgucken, ob ich da irgendwo eine Anerkennung bekommen habe. Das macht schon was mit uns allen, glaube ich. Also das, was in unseren Gesellschaften sowieso schon sehr stark vertreten war, wir sollen Leistung bringen, wir sollen am besten perfekte Leistung bringen, es ist heutzutage einfach omnipräsent. Es ist ganz schwer, sich da noch dagegen zu wehren. Aber es ist wichtig, dass wir es einsehen, dass wir dann trotzdem versuchen, uns irgendwo da Leitplanken zu setzen, die uns ein Stück weit schützen können. Nehmen wir mal diesen Glaubenssatz, ich bin nicht genug und aus dem Grund muss ich Sachen immer perfekt machen, weil dann bin ich liebenswert, wenn die Sachen perfekt laufen. Mhm. Aus deiner Werkzeugkiste, wie du sie genannt hast, was würdest du dieser Person an die Hand geben? Potenziell eigentlich gibt es viele Möglichkeiten. Man muss vielleicht verstehen, in der kognitiven Verhaltenstherapie gehen wir eigentlich davon aus, dass unser aller Erleben eigentlich immer auf 4 verschiedenen Ebenen stattfindet. Ne? Wenn irgendwo was passiert, was mich im ersten Moment unter Druck setzt, dann gab es eine kognitive Reaktion. Das heißt, auf Ebene der Gedanken habe ich nicht nur diese Grundannahmen oder Schemata, sondern automatische Gedanken, die mir durch den Kopf schießen. Das kann ein kurzer Satz sein. Ne? Ich hab versagt oder ich krieg das nicht hin oder wie auch immer. Und das ist schon fast reflexartig. Etwas passiert und automatisch geht mir so ein Satz durch den Kopf. Es gibt die kognitive Ebene, es gibt die emotionale Ebene, weil negative Gedanken lösen negative Gefühle aus. Ne? Wenn ich mir jetzt sage, ich krieg das nicht hin, ich werde scheitern, dann macht mir das Angst, womöglich. Das ist eine normale menschliche Reaktion natürlich. Aber es gibt halt auch noch dann drittens die körperliche Ebene, weil jede emotionale Reaktion überträgt sich halt immer auch physiologisch. Wenn meine Angst, also mein Stresssystem ausgelöst wird, dann wird sich mein Körper in eine Schutzhaltung versetzen. Ne? Das hat man ja auch schon oft gehört, Fight or Flight, kämpfen oder weglaufen, womöglich noch Freeze als drittes F, einfrieren in Gänsefüßchen. Also diese Instinktreaktion, die wir immer noch haben in Situationen, in denen wir zum Beispiel Angst haben. Körperlich überträgt sich das in Anspannung, Muskelanspannung, Herzfrequenz beschleunigt sich, Blutdruck geht hoch und so weiter. Also ganz viele physiologische Reaktionen. In diesem Zustand von Fight or Flight haben wir einen ganz starken Handlungsdruck. Der Körper möchte, dass wir laufen oder kämpfen. Das heißt, das ist die 4. Ebene, auf der Verhaltensebene. Kann es aber dann sein, dass ich diesen Handlungsdruck nicht loswerde. Weil wenn ich gerade Angst habe, weil ich mir gerade gesagt habe, ich kriege das nicht hin, zum Beispiel in einem Vorstellungsgespräch, irgendeine Stresssituation, ne? Dann ist es in dem Vorstellungsgespräch ja nicht sinnvoll zu kämpfen, wahrscheinlich nicht sehr sinnvoll, oder wegzulaufen. Ich habe aber diesen Druck in mir, ich müsste jetzt was tun. Den Druck werde ich nicht los, also werden die negativen Gedanken vielleicht noch verstärkt. Ne? Ich kriege das wirklich nicht hin, jetzt bin ich noch so aufgeregt. Also nur um zu erklären, wie schnell so ein Teufelskreis entstehen kann.
lange Antwort, um eigentlich zu erklären, auf diesen 4 Ebenen gibt es Reaktionen, Gedanken, Gefühle, Körper und Verhalten. Und auf diesen 4 Ebenen gibt es halt ganz viele Ansätze. Und den Zugang zu der Veränderung im therapeutischen Rahmen finden wir dann eigentlich auf diesen 4 Ebenen. Das heißt, es müsste man, also in der Praxis würde ich mit einem Patienten dann gucken, ne, was innerhalb eines ganzen Behandlungsplans, was wird am besten passen, auf welcher Ebene suchen wir uns Strategien raus. Bei der Grundannahme, die du jetzt beschrieben hast, natürlich wäre es logisch, auf der kognitiven Ebene anzufangen, dass man sich anschaut, bevor wir an die Grundannahme selbst gehen, was sind denn automatische Gedanken, die mir durch den Kopf schießen in alltäglichen Situationen? Und es klingt jetzt so simpel, aber ganz oft ist es ja nicht bewusst. Ne? Wenn ich ein Vorstellungsgespräch habe und ich habe dann Angst, dann ist für mich klar, die Angst wird ausgelöst durch das Vorstellungsgespräch. Wenn irgendjemand mich fragt, wieso hast du Angst, dann sage ich, weil ich jetzt gleich ein Vorstellungsgespräch habe. Die andere Person versteht das dann auch, ne? Die stellt keine Nachfrage dann. Aber eigentlich ist es nicht die Situation, das Vorstellungsgespräch, das die Angst auslöst. Es muss irgendwo was dazwischen gegeben haben und das ist die Bewertung. Im Englischsprachigen gibt es dieses ABC-Modell aus der rational-emotiven Therapie. Das ist uralt eigentlich, aber ich gebe das eigentlich ganz gerne auch Patienten mit auf den Weg. ABC, A bedeutet im Englischsprachigen Activating Event, auf Deutsch könnte man sagen Auslöser. B bedeutet Belief System, also unser Bewertungssystem. Und C ist halt die Konsequenz auf Ebene der Gefühle. Also nicht das A, nicht der Auslöser löst die Konsequenz Angst aus, nicht das Vorstellungsgespräch löst die Angst aus, sondern das, was dazwischen ist. Zwischen A und C ist das B. Ich hatte eine Bewertung, ich kriege das nicht hin, die werden mich als unfähig entlarven, ich werde mich da blamieren, wenn ich den Job nicht kriege, ist das der Beweis, ich bin wirklich nicht gut genug, dann kriege ich nie eine Arbeit. Und so bewusst ist das bestimmt nicht im Kopf gewesen, als ich Angst bekommen habe, aber es ist die einzige Erklärung, wieso das Gefühl Angst entstanden ist. Nicht wegen der Situation, sondern wegen meiner subjektiven Bewertung. Dieses Bewertungssystem, das wird ganz stark beeinträchtigt durch diese ganzen Glaubenssätze, die wir uns über das Leben hinweg angeeignet haben. Ich finde das gut, also tatsächlich auch außerhalb von therapeutischem Kontext ist es was wir, glaube ich, alle nutzen könnten, als Eselsbrücke auch ganz leicht eigentlich im Kopf zu behalten. A, B, C. Wenn ich eine starke negative Reaktion habe in einer Situation auf Ebene der Gefühle, dass ich mich dran erinnere, zwischen A und C war ja noch das B. Und versuche diesen Satz, dieses Wort, was mir da durch den Kopf gegangen ist, den Finger drauf zu legen, es erstmal zu erkennen, ist schon sehr wichtig. Ne? Das zeigt sich halt auch immer wieder, wenn ich den Satz benennen kann, der das Gefühl ausgelöst hat, dämpft das Gefühl ganz oft schon, weil ich verstehe, es ist nicht die Realität an sich, es ist ein Satz im Endeffekt, der das ausgelöst hat. Und dann gibt's in diesem Werkzeugkasten viele, viele Methoden, wie man dann solche Glaubenssätze schrittweise verändern kann, abdämpfen kann zuerst einmal und dann mit konkreten Kriterien schrittweise verändern kann. In der kognitiven Umstrukturierung ist wieder so ein technischer Ausdruck, der aus der Verhaltenstherapie stammt. Kognitive Umstrukturierung bedeutet nicht das Gleiche wie positives Denken. Das ist immer sehr wichtig, weil oft stellt man sich das drunter vor. Ne? Auch wenn man in Therapie geht zum Beispiel, ne? Dass es darum geht, dass ich wieder positiver denken kann. Das finde ich immer sehr wichtig, das klarzustellen oder zu hinterfragen erstmal, weil positives Denken ist was sehr Gutes und es kann mir auch manchmal helfen, ne? Wenn ich mir sage, es ist jetzt wichtig, nicht alles negativ zu sehen. Es gibt ja viel Schönes im Leben. Auch das Umfeld, was versucht, mich aufzubauen vielleicht und mir schön zuredet, kann hilfreich sein. Aber es hat trotzdem Grenzen, weil einer Person, der es nicht gut geht und der man dann sagt, denk doch einfach mal positiver, das ist nicht nur nicht wirksam, es kann manchmal auch auslösen, dass die Person sich noch schlechter fühlt, weil sie denkt, anscheinend ist es so leicht, jeder andere wird einfach positiv denken, nur ich krieg das nicht hin. Also
kognitive Umstrukturierung, kognitive Therapie und auch die Methoden, die ich in meinen Büchern drin habe, da geht es nicht um positives Denken, es geht um rationales Denken, um konstruktives Denken, sich bewusst machen, das, was mir da durch den Kopf geschossen ist, erstmal, war das wirklich 100% rational? Ist das die Wahrheit? Oder ist das irgendwo auch wenn es nur eine leichte Übertreibung ist, aber es hat nicht der Wahrheit entsprochen. Ne? Und wenn ich meine Gedanken langfristig beeinflussen möchte, um meine Lebensqualität zu verbessern, dann wäre es gut oder dann könnte es gut sein, diese rationale Sichtweise zu trainieren. Und konstruktiv ist immer noch nicht das gleiche wie positiv. Konstruktiv bedeutet nur, dadurch, dass ich in diesem Moment diesen Gedanken hatte, hat mir das geholfen, hat es meine Lebensqualität verbessert oder zumindest geschützt. Oder hat es eventuell sogar das Gegenteil bewirkt, dass es mir noch schlechter gegangen ist durch diesen Gedanken. Also das Ziel sollte sein, rationales, konstruktives Denken zu fördern. Und da haben wir ganz, ganz viele Methoden in den kognitiven Ansätzen. Okay, das heißt, um das mal zusammenzufassen, wir haben 4 verschiedene Ebenen. Die eine ist die kognitive Ebene. Dort, wenn wir in einer Situation sind, kommt uns eigentlich schon reflexartig ein Gedanke. Genau. Ja? Dann, das geht weiter in die emotionale Ebene. Diesem Gedanken folgt dann eine Emotion. Ne? Zum Beispiel reflexartig denke ich bin nicht gut genug, ich mache das nicht gut genug und dann fühle ich mich auch nicht gut genug durch die emotionale Ebene. Anschließend fühle ich das auch körperlich, auf der körperlichen Ebene und daraufhin folgt dann eine Verhaltensweise, die dementsprechend ist. Richtig? Genau. Woher kommt dieser reflexartige Gedanke? Auf der ersten Ebene, auf der kognitiven Ebene. Mhm. Genau. Wie gesagt, wenn ich eine Grundüberzeugung, einen Glaubenssatz, ein Schema, egal wie wir es jetzt nennen mögen, abgespeichert habe, was ist so ein Schema, so eine Grundbewertung? Das ist was ganz tiefgehendes, ne, was etwas aussagt darüber, wie ich mich selbst sehe oder manchmal auch, wie ich andere Menschen oder die Gesellschaft sehe, wie ich denke, dass das alles sein müsste, wie ich denke, dass ich selbst zu funktionieren habe. Wenn ich so eine Grundregel irgendwo abgespeichert habe, und das ist ganz oft nicht bewusst, also das ist nicht unbedingt was mir so klar sein muss, dann sind diese ganzen reflexartigen Gedanken, diese automatischen Gedanken, die wir alle haben, dann werden die ganz stark durch diesen Filter dieser Grundschema da geprägt. Das heißt, wenn ich als Grundschema habe, ich bin nicht gut genug, dann ist es klar, dass ich ganz oft denke, das ist wieder schief gegangen, das wird sowieso schief gehen. Immer ich, das ist irgendwo fast so, als ob ich dann verflucht wäre, ne, oder irgendwo sind dann ganz viele dieser automatischen Sätze, die mir durch den Kopf gehen, eigentlich eine Ausprägung von dem tiefer gehenden Grundschema. In vielen kognitiven Ansätzen und auch darüber raus, in anderen Therapieansätzen auch natürlich, kann es dann wichtig sein zu gucken, nicht nur an der Oberfläche diese negativen Gedanken zu bearbeiten, sondern schon tiefer zu gehen und zu schauen, was diese Grundschemata da ausmachen. Wo kommt das her? Also wieder gibt es nicht diese eine klare, simple Antwort, Zusammenspiel vieler Faktoren. Aber eigentlich alles, was ich im Leben gelernt habe und auch so ganz tief verankerte Schemata, kann ich potenziell umlernen. Wir können Gelerntes auch umlernen. Eigentlich ist da die moderne Psychotherapie eigentlich eine Auslegung oder eine Umsetzung von Grundwissen, was wir aus der Lernpsychologie eigentlich seit fast 100 Jahren schon wissen. Genau, also die Antwort ist, es kann auf ganz tiefgehende Glaubenssätze zurückgehen und das Gute ist, es ist nicht leicht, sowas zu verändern. Es geht auch nicht von heute auf morgen, aber man kann
man kann das hinkriegen. Ne? Und Therapie und kognitive Therapiemethoden sind da sehr, sehr wirksam. Und eine Methode, die du ja gerade genannt hast, um diesen Glaubenssatz eventuell zu verändern oder zu entwickeln, ist diese ABC-Methode. Und du hast gesagt, es ist wichtig, sich das B anzuschauen, was die Bewertung ist. Weil das oft der Grund ist für diese Glaubenssätze, richtig? Mhm. Das heißt, du hast gesagt, wir müssen den Finger auf das B legen. Wenn wir das tun, kommen wir dann einfach mehr in eine bewusste Situation? Mhm. Genau. Wie gesagt, intuitiv ist unser Erklärungsmodell ganz oft AC. Der Auslöser löst die Konsequenz aus. Ne? Wenn mir jemand im Straßenverkehr die Vorfahrt nimmt, dann ärgere ich mich. Und wenn ich jetzt gefragt wird, wieso bist du jetzt so sauer? Ja, weil der das und das gemacht hat. Das ist eigentlich nie ausreichend als Erklärungsmodell. Weil eine andere Person, die in der exakt gleichen Situation ist vielleicht nicht ärgerlich, hat sich nicht geärgert darüber. Eine andere Person ist ruhig geblieben. Ich lag auf mein Lenkrad und fluche. Eine andere Person in der exakt gleichen Situation hört Musik und bleibt ruhig. Das heißt, das AC-Modell reicht einfach nicht aus, um unsere Gefühle zu erklären. Das heißt, jeder von uns hat immer Bewertungen, ob uns das bewusst ist oder nicht. Wenn wir eine emotionale Reaktion haben, dann hat vorher eine Bewertung stattgefunden. Und wenn ich das als mein eigenes Erklärungsmodell verinnerlicht habe, dann habe ich schon ein sehr wichtiges Ziel erreicht. Ich habe etwas Distanz zu dem Ganzen gewonnen, wenn ich zum Beispiel dann auch noch diese Situation aufschreibe. Wenn ich zum Beispiel ein Gefühlstagebuch mache und sage, ich schreibe jetzt nicht einfach diffus auf, was ich gefühlt habe, sondern ich versuche das mal zu kategorisieren. Was ist genau passiert? Fakten, also Kategorie A. Da kommt keine Interpretation rein, nur wo war ich, was ist passiert, wer war dabei und so weiter. B ist alles, was mir durch den Kopf gegangen ist. Ich spreche ja auch nicht immer unbedingt, auch in der Praxis, nicht immer von Bewertungen oder von Schemata. Ich sage ganz oft alles, was Ihnen durch den Kopf gegangen ist, weil manchmal sind es auch Bilder oder einzelne Wörter, und da ist es einfach wichtig, keinen Filter sich zu setzen. Was ist mir in dem Moment durch den Kopf gegangen? Alles aufschreiben. Auch nicht sich zurückhalten, auch wenn man schon vielleicht denkt, okay, aber das war total dämlich, dass ich das gedacht habe, trotzdem aufschreiben. Ne? Und dann drittens, ja, was war denn das Gefühl? Und allein dadurch, dass ich das hinkriege, schaue ich ja wenn ich es auch noch schriftlich mache, schaue ich ja von draußen quasi auf das Blatt. Das heißt, ich habe die Gefühle, die vorher in mir drin waren, ich habe die erstmal auf das Blatt extrahiert. Ich kann jetzt drauf schauen, das ist automatisch eine andere Perspektive. Das alles ist ja wirklich nur der erste Schritt, ne? Diese ganzen Bewertungen erstmal aufzudecken. Und wie gesagt, in der kognitiven Therapie ist das was über viele Sitzungen dann geht, dass man dann anfängt, diese identifizierten Bewertungen schrittweise zu verändern, dass man das trainiert. Zum Beispiel auch schriftlich gibt es Gedankenprotokolle, wo man dann halt noch weitere Kolonnen hat. Heutzutage gibt es Apps mit weiteren Möglichkeiten, dann diese negativen automatischen Gedanken zu identifizieren und dann schrittweise umzuformulieren in rationale, konstruktive Sätze. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Tatsächlich kann man sich auch solche Apps anschauen. Ne? Apps aus kognitiv-verhaltenstherapeutischen Kontexten, wo es darum geht, Gedankentagebuch zu führen, strukturiert in verschiedenen Kategorien. Solange das aus dem kognitiven verhaltenstherapeutischen Kontext kommt, ist es eigentlich fast immer gut, ne? was man auch für sich selbst nutzen kann. Genau, aber da gibt es viele Möglichkeiten eigentlich dann und auch viele Tools, wie man dann weiter daran arbeiten kann. Was du beschreibst, ist ja so der Raum, das hat ja mal Viktor Frankl gesagt, ne? Der Raum zwischen Reiz und Reaktion. Mhm. Ne? Ich glaube, eine Gefahr, die besteht, ist, dass man dann versucht, etwas zu kontrollieren. Mhm. Was ja wiederum so einen Druck auslöst. Ne? Man hat etwas erkannt, wir kennen das alle. Man hat etwas erkannt und dann denkt man sich, jetzt
jetzt muss ich das kontrollieren. Mhm. Wenn das nächste Mal kommt, dann mache ich das und das und das und dann werde ich das kontrollieren. Mhm. Und dann geht es ja oft aber in die andere Richtung, weil du dir zu viel Druck machst und weil du versuchst, etwas zu kontrollieren, was du erstmal nicht kontrollieren kannst. Ne? Deswegen heißt es ja auch hier reflexartige Gedanken, hast du es beschrieben. Das heißt, was passiert da in dem Moment, wenn wir versuchen, das zu kontrollieren? Weil das ist es ja nicht, was du gerade sagst, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir sollen es ja nicht kontrollieren, oder? Sehr, sehr wichtiger Unterschied, ja, ganz richtig. Es geht ja genau um das Gegenteil, weil ganz viele von den Glaubenssätzen fangen ja an mit ich muss. Das Wort muss ist wahrscheinlich das Wort, was wir am meisten benutzen in unserem Sprachgebrauch, von morgens bis abends, wenn wir drüber nachdenken. Ne? Und da sind wir gar nicht unbedingt bei Glaubenssätzen, ich muss gut sein, ich muss stark sein, ich muss perfekt sein. Wir sind schon dabei, wenn ich morgens sage, ich muss jetzt aufstehen, weil ich muss ja noch duschen, ich muss ja Kaffee trinken, ich muss zur Zeit auf der Arbeit sein, ich muss meine Arbeit gut machen, ich muss was Gesundes essen in der Mittagspause, ich muss nach Hause, ich muss mich vorbereiten, weil ich muss ja noch irgendwas im Haushalt machen, ich muss dann aber noch ins Kino diesen Film sehen, den alle gesehen haben müssen und da muss ich heute Abend früh ins Bett, weil ich muss morgen früh aufstehen. Und es klingt jetzt lustig, aber eigentlich ist es ja so, ne? Und ohne es zu merken, ganz oft benutzen wir das Wort muss ständig, in jedem dritten Satz ist es vielleicht drin. Und das ist super spannend, weil wir heute halt auch aus tatsächlich der Neuropsychotherapie halt auch wissen, wo solche Glaubensschemata im Gehirn ist, um es vereinfacht auszudrücken, abgespeichert sind. Ne? Und das Muss-Sätze, nicht nur diese tiefgehenden Schemata, sondern jeder Musssatz, wo dieses Wort muss drin ist, ganz viel in dem Bereich im Gehirn abgespeichert sind, der mit den sogenannten Vermeidungszielen zusammenhängt. Vermeidungsziele ist alles, was ich mir sage, was muss ich alles machen, damit nicht was ganz Schlimmes eintritt. Na, ich muss perfekt sein, damit nicht andere ein schlechtes Bild von mir haben. Ich muss aber auch zur Zeit zur Arbeit, weil sonst passiert irgendwas Schlimmes, dann ist mein Chef wütend nachher oder so. Also jedes Mal, wenn ich muss denke, hat das irgendwo was mit diesen Vermeidungszielen zu tun. Und wir wissen auch, dass die Region im Gehirn, also der eher rechte präfrontale Kortex, wo das alles abläuft, der ist ganz stark verbunden wiederum mit dem Stresssystem des Gehirns, unter anderem mit der Amygdala. Das heißt, dadurch, dass ich das Wort muss sage, auch wenn ich es halt so nebenbei, ohne dass ich groß merke, dass das mir Stress macht, jedes Mal, wo das Wort muss benutzt wird, wird tatsächlich über diese ganzen Verbindungen wird tatsächlich dann auch Stress ausgelöst. Das kann man tatsächlich sogar erfassen, Stresshormone im Körper. Ne? Also das ist so ein Klassiker eigentlich, der jedes Mal, wenn ich das in einem Vortrag oder in der Praxis sage, nicken die Patienten, ja, das kenne ich, ja, eigentlich stimmt das, aber trotzdem macht man es. Es ist aber wiederum wichtig zu verstehen, es ist nicht nur, dass das in unserem Sprachgebrauch halt so präsent ist, dadurch, dass wir es machen, dass wir weiter dieses Wort ständig nutzen, verstecken wir auch diese Verbindungen, ne? Dass wir ständig mit solchen Sätzen halt auch Stressreaktionen im Körper auslösen. Und bevor ich jetzt sage, ich mache jetzt was, ich nutze jetzt solche therapeutischen Methoden oder ich mache jetzt Therapie womöglich sogar, könnte man eigentlich immer damit starten. Es geht nicht darum, dass ich jetzt alles ändern muss. Ich muss jetzt nicht von heute auf morgen meine ganzen Glaubenssätze ändern. Weil wenn ich mit der Einstellung reingehe, dann riskiert das Ganze wieder in die falsche Richtung zu gehen. Die Frage ist ja, was machen wir dann stattdessen? Wir sind ja ist aber trotzdem alle so konditioniert. Man muss ja arbeiten gehen, man muss ja Geld verdienen, man muss sich an Gesetze halten. Was machen wir denn jetzt mit diesen ganzen Sätzen? Die Realität ist trotzdem, wenn man es bis zum Schluss durchdenkt und sogar semantisch, also wenn wir wirklich auf die Bedeutung des Wortes muss uns konzentrieren, dann stimmt es einfach nicht.
Ich muss nicht arbeiten gehen. Ich muss nicht Geld verdienen. Wir verstehen alle, was damit gemeint ist, wenn die Menschen dann sagen, ja, okay, aber ich muss ja trotzdem überleben. Ich habe 7 Jahre in der Obdachlosenhilfe gearbeitet, ganz viel mit Menschen, die nicht gearbeitet haben, die halt wirklich am Existenzminimum gelebt haben. Ich habe ganz viele Menschen gesehen, die durch ganz viel Pech und ganz oft auch Krankheit durch das soziale Netz gerutscht sind und die dann nicht arbeiten konnten natürlich. Ich habe vereinzelte Menschen gesehen, die gesagt haben, ich gehe nicht arbeiten, ich muss nicht arbeiten gehen. Ich lebe von Sozialhilfe, das ist nicht ein Geschenk, was ich erhalte vom Staat, das ist mein Grundrecht und damit lebe ich und damit kann ich leben. Da kann man jetzt denken drüber, was man möchte, aber es ist objektiv, semantisch stimmt das alles. Ne? Ich muss nicht arbeiten gehen, ich muss nicht Geld verdienen, ich muss nicht einen Lebensstandard haben, den ich gerne haben möchte. Ich muss mich noch nicht mal an Gesetze halten. Da muss man jetzt immer vorsichtig sein, was man den Leuten jetzt sagt, aber eigentlich halte ich mich nicht an Gesetze, weil ich muss, wenn ich hinterfrage, was das bedeutet, was das Wort muss bedeutet. Weil das Wort muss bedeutet, es kann keine Ausnahme geben. Ja, wenn das richtig ist, dass alle Menschen sich an Gesetze halten müssen, dann gäbe es keine Gefängnisse, es gibt keine Menschen, die verurteilt werden. Es gäbe keine Menschen, die im Straßenverkehr nicht auch mal 1 Stundenkilometer schneller fahren, als es erlaubt ist. Und bei den Beispielen ist es ja eher umgekehrt. Ich kenne niemanden, der dann je immer alle Gesetze respektiert hat. Ne? Also, das heißt nicht, man soll jetzt im Straßenverkehr rasende Bank überfallen, was auch immer. Es geht darum, dass das Wort einfach falsch ist. Wir nutzen dieses Wort, es ist semantisch das falsche Wort. Ich muss nicht morgens aufstehen, Kaffee trinken, duschen und alles, was ich vorhin gesagt habe. Und jedes Mal, wo ich das Wort nutze, löst es eigentlich meine Stressassoziationen aus über die Vermeidungsziele. Und die Frage ist, was macht man stattdessen? Und das ist, dann klingt das manchmal auch fast schon zu schön, um wahr zu sein. Aber eigentlich tue ich das ja alles dann trotzdem, weil ich das will. Wenn ich nicht arbeiten gehe, weil ich muss, dann ist die einzige Erklärung, weil ich will. Und auch wenn ich keine Lust habe, weil mir die Arbeit vielleicht im Moment nicht so viel Spaß macht, gehe ich vielleicht trotzdem morgen dahin, weil ich trotzdem, keine Ahnung, zumindest das Einkommen haben will, damit die Familie versorgen möchte oder gerne mir einen schönen Urlaub bezahlen möchte oder egal wofür ich das Geld ausgeben möchte. Oder ich gehe dahin, weil ich nicht allein sein möchte, weil ich Arbeitskollegen habe, die ich schätze. Oder ich gehe vielleicht dahin, weil ich einer sinnvollen Beschäftigung nachgehe und das mich erfüllt. Noch besser. Oder ich gehe einfach dahin, um aus dem Haus rauszukommen. Egal was der Grund ist, jeder hat bestimmt seine eigenen Gründe. Es ist immer wenigstens ein Grund, der damit zu tun hat, dass ich gerne was möchte, was will. Ich halte mich vielleicht an Gesetze, auch wenn ich bei einer roten Ampel stehe und links und rechts sehe, dass da niemand kommt, bleibe ich vielleicht trotzdem da stehen, weil ich vielleicht ein verantwortungsvoller Bürger dieser Gesellschaft sein möchte oder einfach Vorbild sein möchte für die Kinder, die vielleicht an der Ampel stehen, damit die nicht schlechtes Verhalten vorgelebt bekommen. Oder weil ich wiederum mein Geld lieber für was Schönes ausgebe und nicht für einen Strafzettel. Egal was der Grund ist, wenn ich da stehen bleibe, dann mache ich es, weil ich es will. Gut, es gibt Beispiele, das ist schwer nachzuvollziehen. Ne? Wenn ich weiß, ich muss zum Zahnarzt, weil ich da eine schmerzhafte Behandlung bekommen werde, es ist sehr schwer, sich zu sagen, ich will jetzt dahin gehen. Aber eigentlich ist das Wort will auch da richtiger. Ich will eine gute Gesundheit haben, ich will mich gut spüren, ich will mich besser fühlen, ich will was für meine Gesundheit machen. Deshalb gehe ich dahin. Ich muss nicht dahin. Ich kann auch weiter Zahnschmerzen haben. Okay, das ist ein Beispiel, wie zum Beispiel auf diesem ABC-Schema schon ein Wort einen Riesenunterschied ausmachen kann. Will ist rational einfach richtiger. Das ist das richtige Wort, semantisch gesehen. Und wir wissen, dass will
ganz klar mit den Annäherungszielen zu tun hat. Muss hat mit Vermeidungszielen zu tun. Was ist alles eventuell gefährlich und was will ich nicht und was muss ich tun, um wegzukommen davon. Und will hat damit zu tun, was ist mir im Leben wichtig und was kann ich dazu beitragen, dass ich dem Ziel näher komme. Und da wissen wir tatsächlich, dass das eher links präfrontal abgespeichert ist, in einem anderen Teil vom Gehirn. Und also alles ist vereinfacht ausgedrückt. Wir wissen immer noch nicht alles über Neurologie, aber so ein bisschen wissen wir ja trotzdem was. Und da scheint sich zu zeigen, dass dieses Areal eher mit dem Dopaminsystem verbunden ist, also mit unserem Belohnungssystem. Dadurch, dass ich muss, denke und sage, erstens ist es nicht rational und zweitens sorgt es dafür, dass mehr Stresshormone produziert werden. Wenn ich es jetzt fertig bringen würde, das Muss durch Will zu ersetzen, dann ist es rational richtiger. Ich rede mir die Dinge nicht schön, es ist einfach richtiger, semantisch gesehen. Und zweitens wird dafür gesorgt, dass mehr Dopamin produziert wird. Ich kann mich stärker motivieren, wenn ich mir sage, ich mache das aus einem guten Grund. Und ich habe es lange ausgeführt, um zu sagen, auch Therapiemethoden und auch gute Methoden, die man vielleicht auch aus Ratgebern oder aus anderen Quellen umsetzen möchte, da kann man auch drauf aufmerksam sein. Es geht jetzt nicht darum, dass ich alles ändern muss. Sich immer wieder daran erinnern, wieso mache ich das gerade? Und sich den guten Grund dann auch immer wieder in Erinnerung rufen. Ich denke jetzt noch an Expositionstherapien, ne? Macht man in der Verhaltenstherapie bei Angststörungen. Das ist ganz schwer den Menschen am Anfang zu erklären, wieso das wichtig ist für ihren Therapieerfolg, dass sie sich mit dem aussetzen, was so viel Angst macht und was sie bisher über Jahre eventuell vermieden haben. Das machen wir ja nicht, weil wir Masochisten sind. Wir wollen uns ja nicht foltern damit. Es ist wichtig, uns zu jedem Moment in Erinnerung zu rufen, ich mache das, weil ich gerne mehr Lebensqualität in meinem Leben haben möchte. Nicht, weil ich muss. Wir machen eine ganz kleine Pause, in der ich euch einmal daran erinnern möchte, wenn ihr das Video hier auf YouTube schaut, einmal auf den Like-Button zu klicken und wenn ihr das Ganze auf Spotify anschaut oder anhört, uns bitte einmal eine Bewertung zu hinterlassen. Damit sorgst du dafür, dass weiterhin solche Gespräche führen können. Danke für eure Unterstützung und jetzt zurück zur Folge. Das Muss ist ja auch oft eine Ausrede, ne? Wenn du mich fragst, Leon, hast du vielleicht nächste Woche Zeit, mit mir was zu machen? So. Und vielleicht habe ich da eigentlich schon geplant, dass ich da zum Sport gehe zum Beispiel. Und dann sage ich, boah, da muss ich zum Sport. Mhm. Muss ich ja vielleicht gar nicht. Mhm. Also ich könnte es ja vielleicht auch auf einen anderen Tag legen, aber manchmal ist es dann auch eine Ausrede für uns selbst. Zum Beispiel, man haftet sehr an seiner Routine an, ne? Man ist da sehr, sehr steif, ne? Es gibt ja solche Menschen, weil das mir Sicherheit gibt. Mhm. Und aus dem Grund verwende ich dann vielleicht das Wort muss, fühlt sich vielleicht für mich auch so an, ne? Mhm. Ich muss da zum Sport. Mhm. Und dann ist es aber eigentlich eine Ausrede. Und weil du wirst es eher akzeptieren, wenn ich dir sage, ich muss, als wenn ich dir sage, ich will. Weil dann denkst du vielleicht, ich entscheide mich auch dafür und gegen dich. Mhm. Absolut. Das heißt, wenn man darüber mal so nachdenkt, dann kann das Muss, oder ist meine Hypothese, das Muss ist oft eine Ausrede auch und es fällt uns dann leichter, damit zu argumentieren. Mhm. Ja, das ist gut, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, weil muss ist ja dann, wie du sagst, ist sozial akzeptierter in unserer Gesellschaft. Ist es die einzige Sache, wo wir da überhaupt nichts mehr tun können. Es liegt außerhalb von unserem Handlungsspielraum. Ja, wenn ich zum Sport muss, dann geht das ja nicht anders. Ne? Und das sorgt aber dafür, dass, wenn ich das so formuliere, dass ich mir das ja selbst bestätige. Ich habe eigentlich nur das Recht, Dinge zu tun, wenn ich muss. Oder wenn es einen Grund gibt, der außerhalb meines Handlungsspielraums liegt. Und eigentlich würden wir ja gerne für uns selbst abspeichern, ich mache Sport oder ich mache irgendwas anderes, was
was mir gut tut, weil ich das will, weil ich das für mich entschieden habe, dass mir das gut tut. Und ich habe ja Recht, was für mich zu machen, was gut tut. Das heißt nicht nur, es ist dann eine Ausrede, es bestätigt vielleicht auch nochmal für mich dann einen Grundsatz, der drunter liegen könnte. Ich habe nur das Recht, auch Nein zu sagen, wenn es einen externen Grund gibt, wo ich keinen Einfluss drauf habe. Und das Problem ist, es ist ganz oft dann nicht nur nicht 100% wahr, es ist ganz oft auch nicht wirksam. Weil wenn ich jemand anderes sage, ich kann nicht, weil ich muss da noch einkaufen gehen. Wenn mich, das Beispiel habe ich im ersten Buch auch drin, ein Nachbar, der vielleicht einen nervigen Hund hat und der mich jetzt schon 10-mal gefragt hat, dass ich auf den Hund aufpasse und der Hund ist nervig und ich kann den überhaupt nicht leihen und der kommt jetzt schon wieder und der Nachbar hat mir noch nie einen Gefallen gemacht, ich bin dem überhaupt nichts schuldig, dann möchte ich ja Nein sagen, aber ich sage dann vielleicht so, weil ich sage, geht nicht, ich muss noch einkaufen gehen. Es kann aber sein, dass der Nachbar sagt, kein Problem, wann bist du dann zurück? Dann verschiebe ich meinen Termin, dann gebe ich dir den Hund später. Das heißt, ich kann mich auch noch reinmanövrieren in Situationen, wo es dann schwierig ist, rauszukommen. Ne? Dabei hätte ich ja einfach sagen können, nein, es geht leider nicht. Ja, das ist eine schwierige Sache, denke ich, weil man will Leute manchmal auch nicht verletzen. Ne? Mhm. Ich habe das noch gestern gehabt, da hat mir, seit das mit dem Podcast so erfolgreicher geworden ist, suchen auch wieder viele Leute Kontakt zu mir, merke ich. Und hey Leon, können wir nicht mal telefonieren, können wir nicht mal, und meine Zeit und meine Energie ist natürlich auch begrenzt und ich muss die da auch so ein bisschen schützen und deswegen sage ich dann manchmal, hey, ich schaff's momentan zeitlich nicht oder ich habe voll viele Termine und ich bin dann so, ich sag dann nicht, hey, nein, können wir nicht machen. Ich möchte das nicht. Sage ich nicht. Sondern ich sag's ein bisschen anders. Ich sag, es tut mir leid, ich habe keine Zeit, ne? Oder es tut mir leid. So, und ich verstehe das schon. Ich verstehe das, warum der Nachbar zu dem anderen sagt, ich kann nicht, weil ich muss einkaufen gehen. Weil der möchte den ja nicht verletzen. Aber ich glaube, das Problem, das dann da entsteht, ist, dass die Nachricht dann vielleicht nicht richtig ankommt beim Gegenüber und dann der Nachbar mit dem Hund denkt, ja gut, dann frage ich ihn halt nochmal und dann verwendet man weiterhin Energie in diese Situation. Also von beiden Seiten, weil die eine Person versteht das nicht und denkt, okay, dann frage ich halt nochmal nach und die andere Person ist immer noch in diesem unklaren Nein sagen, sage ich mal, ja. Und dann entsteht halt, dann wird da so viel Energie aufgewendet in der Situation, wo vielleicht ein einfaches Nein das hätte klären können. Ne? Und wie gesagt, es ist schwierig, weil ich verstehe den Beweggrund dahinter, mal nicht Nein sagen zu wollen. Das ist, der Grund ist, ich möchte niemanden verletzen. Aber manchmal verletzt man die Leute gar nicht, sondern manchmal ist es tatsächlich der beste Weg. So. Was nicht heißt, man soll rücksichtslos durch die Welt laufen und einfach nur immer mega direkt sein und man muss da schon mit Feingefühl auch rangehen. Aber ja, das ist eine sehr feinfühlige Sache. Was ich mich gefragt habe, ist dieses Muss, ne? Wir haben jetzt die ganze Zeit von diesem Muss gesprochen, dass wir immer sagen, wir müssen, obwohl wir gar nicht müssen. Wo kommt denn das Muss dann her? Und ist es wirklich die Wahrheit, dass wir nicht müssen? Weil, stell dir mal vor, wir sagen alle, wir müssen nicht. Ja, wo kommt das Geld denn dann her? Wo kommt denn dann, wenn wir alle sagen, ich muss nicht arbeiten, dann funktioniert das alles nicht mehr. So, ist es wirklich so, dass wir nicht müssen? Ja, das sind die großen Fragen, die kann man auch philosophisch auseinander dröseln. Es geht ja nicht darum, dass wir genau, dass in dem Moment, wo ich das Muss in Frage stelle, dass dann jeder alles sein lassen würde. Weil es ist ja
ganz oft so, dass wir vieles bereits tun, nicht weil wir müssen, sondern weil wir ja gute Gründe dafür haben. Also würde ich auch nicht aufhören, die gleichen Dinge zu tun, nur wenn mir bewusst wird, dass das Wort vielleicht ganz einfach falsch war. Ne? Wenn mir bewusst wird, ich kann das Wort in Frage stellen, nee, ich muss jetzt eigentlich nicht zur Arbeit gehen, wenn ich keine Riesenlust habe. Ich entscheide mich aber trotzdem dafür, weil ich gute Gründe habe, egal was auch immer diese Gründe sind, dann ist das Resultat das gleiche. Ich gehe dahin, aber ich gehe mit einem anderen Grundgefühl dahin. Und das ist vor allem was durch Wiederholung sich einstellen kann. Darum geht's in kognitiven Ansätzen immer. Es geht nicht um die große Erkenntnis, die dann alles ändert. Es geht darum zu verstehen, welche Formulierungen einfach nochmal rationaler, konstruktiver sind. Und wenn ich mir die angewöhne, die wiederhole, auch wenn es am Anfang vielleicht sich vom Bauchgefühl nicht so authentisch anfühlt. Ne? Es geht darum, mir bewusst zu machen, es ist ja rational. Also ist es ja nicht, was ich jetzt nur mir schön rede. Es ist wiederum nicht nur positives Denken. Es ist semantisch von der Bedeutung vom Wort richtig zu sagen, ich will arbeiten gehen, auch wenn ich keine Lust habe, weil ich habe den und den Vorteil, wenn ich regelmäßig arbeiten gehe. Und dadurch, dass ich diese Worte benutze und das wiederhole, stärke ich den Teil vom Gehirn, der mit den Annäherungszielen verbunden ist. Das heißt, ich kann tatsächlich mehr, erstens weniger gestresst sein und zweitens mich besser motivieren, einfach an den Zielen dran zu bleiben, die mir wichtig sind. Das heißt, ich will heißt nicht unbedingt, ich habe Lust, sondern ich will kann auch sein, ich will arbeiten gehen. Ich habe zwar eigentlich keine Lust, aber ich will das Outcome. Also Genau. ich möchte das Geld haben, weil ich mir damit einen Lebensstil leisten kann, der Zum Beispiel, mir entspricht, der mir gefällt. So. Okay. Was ja oft passiert, ist, dass wir anfangen mit dem Wollen. Das heißt, ich habe einen neuen Job und dann denke ich mir, ich will da hingehen. Ich habe mega Bock auf den Job. Und dann mit der Zeit entwickelt sich das so, dass es sich wie so ein Muss anfühlt. Was passiert da in dieser Dynamik? Jetzt hast du es gut gesagt, es fühlt sich wie ein Muss an. Aus der kognitiven Perspektive würden wir weiter sagen und wiederholen und wiederholen. Es ist immer noch kein Muss. Ich habe vielleicht weiter gute Gründe, dieser Arbeit nachzugehen. Vielleicht hat sich so die anfängliche Euphorie ein bisschen gedämpft, was ja bei vielen Dingen im Leben so ist. Und wenn ich genug Gründe habe, dass ich sage, das gibt mir Lebensqualität, das gibt mir vielleicht auch einfach nur Geld, damit ich mir was Schönes leisten kann, aber womöglich ja auch noch irgendwo Sinnhaftigkeit, soziale Kontakte mit Arbeitskollegen, egal was die Gründe sind. Ich habe genug gute Gründe, dass ich das weitermachen möchte, weil ich denke, das ist der richtige Weg für mich. Dann kann es okay sein zu sagen, ich will dahin gehen, auch wenn ich keine Lust habe. Aber eigentlich ist es ja wichtig, dass ich das verspüre. Das ist ein bisschen abgenommen. Es fühlt sich wie ein Muss an. Es kann ja sein, dass ich nicht mehr genug Gründe habe. Und es ist immer gut, auch nochmal neu zu evaluieren. Auch eine Arbeit, ne, die Vor- und Nachteile abzuwägen, eine einfache Pro-Kontra-Liste machen zum Beispiel. Und vielleicht regelmäßig sogar. Sich immer wiederum bewusst dafür entscheiden, ja, ich habe genug Gründe, um auf dieser Arbeit zu bleiben, eventuell in dieser Beziehung zu bleiben oder in anderen Aspekten des Lebens weiter auf dieser Piste zu bleiben. Ist sicher nicht was verkehrt ist, ne? Dass wir uns das immer wieder auch mal genauer anschauen. Aber es geht halt nicht darum, dass ich jeden Tag sagen muss, ich habe jetzt die super riesen Lust zur Arbeit zu gehen. Das ist nicht unbedingt das Gleiche, wie ich will trotzdem. Ich entscheide mich dafür, dass das der richtige Weg ist für mich. Jetzt kann man sich in dieser ganzen Sache ja auch sehr verkopfen, ne? Kann dann da auch ins Grübeln kommen, will ich das, muss ich das und irgendwie
denke ich darüber tagelang nach und irgendwie finde ich keine Antwort darauf. Wo ist der Unterschied zwischen Grübeln und echter Veränderung? Wir grübeln, wenn unser Unterbewusstsein denkt, da ist irgendwas ganz Wichtiges, was ich nicht übersehen darf. Da ist eine mögliche Gefahr, die ich nicht übersehen darf. Und es ist wichtig, das immer wieder in Erinnerung zu rufen. Und das passiert dann halt auch in unserem Alltag. Nach der Arbeit, abends, wenn ich schlafen möchte, kommt das immer wieder an die Oberfläche. Meistens aber nicht sehr strukturiert. Meistens ist es wie ein Karussell, auf dem ich drehe. Ich habe immer die gleichen Stationen. Was ist, wenn das nicht klappt auf der Arbeit oder wenn das passiert? Und dann fange ich irgendwann wieder vorne an und es dreht und es dreht. Das ist menschlich, das ist irgendwo, wie gesagt, auch nochmal funktional, weil, wie gesagt, wir damit eventuell auf mögliche Gefahren hingewiesen werden. Aber es ist meistens nicht zielführend. Also das, was wir unter Grübeln verstehen zumindest, ist ja meistens eine Karussellfahrt, die ohne Ende ist. Ich habe viele Schritte auf meiner Smartwatch nachher vielleicht oder ich habe mich viel bewegt, aber ich bin trotzdem nirgends hingekommen. Und das ist das Wichtige. Wenn ich erkenne, dass ich über große Themen ständig nachgrüble, dann kann es sehr viel Sinn machen, sich zu sagen, ich brauche dafür einen anderen Kontext. So ähnlich, wie wir vorher gesagt haben. Wenn mir das so wichtig ist, ja, wieso mache ich das dann nicht wie ein Projekt oder einen Termin beim Therapeuten? Es ist ja eigentlich nicht super logisch, dass ich darüber nachdenke, wenn ich schon 8 Stunden gearbeitet habe, müde bin, die Kinder rumschreien und ich noch 1000 andere Sachen im Haushalt machen muss, dann kommen mir diese Gedanken. Oder abends, wenn ich eigentlich schlafen sollte, dann kommen mir diese Gedanken. Das ist ja eigentlich nicht die beste Herangehensweise. Was besser wäre, so wie ich es zum Beispiel beruflich machen würde, wäre mir einen Termin setzen, Zeit blockieren, alle Ablenkungsquellen ausschalten, Bescheid sagen, ich brauche am Samstagmorgen um 10 Uhr brauche ich eine Stunde, wo ich nicht gestört werden möchte, wo ich mich darauf konzentriere. Und tatsächlich zeigt sich das auch, wenn ich so rangehe an ein Thema, ob das jetzt eine Lösungssuche ist. Wir grübeln ja manchmal über Dinge, wo es vielleicht Lösungen gäbe, die wir nur nicht finden, weil wir halt das so unstrukturiert machen. Für eine Lösungssuche macht das super viel Sinn. Da denke ich jetzt am Samstag um 10 drüber nach und setze mir dafür einen Termin. Wichtig ist da aber auch, dass ich dann das nicht nur terminlich festlege, wann ich anfange, sondern auch das in der Zeit limitiere. Dass ich sage, ich gebe mir dafür eine Stunde. Und es ist wichtig, dass ich auch nach einer Stunde aufhöre. Weil das Gehirn dann das viel besser zuordnen kann. Tatsächlich zeigen auch Studien, dadurch, dass ich Zeit restriktiere, dass ich sage, ich gebe mir nur eine Stunde, dann werde ich auch meine ganzen kognitiven Fähigkeiten viel besser mobilisieren können, um da innerhalb von dieser Stunde gute, konstruktive Ideen zu finden. Wenn ich sage, ich mache das Open-End, dann werde ich nicht dann werde ich nicht alles rausziehen können, sozusagen, an Konzentration, Kreativität und so weiter. Also für eine Lösungssuche macht das Sinn, dass ich sage, ich arbeite an dem Projekt, Zukunftsplanung zum Beispiel, Jobmöglichkeiten und so weiter, während dieser Stunde, die ich mir setze. Aber manchmal sind es ja auch Themen, wo es vielleicht gar keine Lösung gibt. Ne? Wir grübeln ja auch über Dinge, die vielleicht in der Vergangenheit liegen oder die mich einfach viel beschäftigen. Auch dafür macht es trotzdem Sinn, sich zu sagen, statt das im Alltag immer wieder im Kreis drehen zu lassen, gebe ich mir einen festen, abgeschlossenen Moment, eine Stunde zum Beispiel einmal die Woche oder 10 Minuten am Tag, oder da kann man auch ausprobieren, was am besten passt. Da denke ich darüber nach. Aber wiederum konzentriert, am besten an einem Schreibtisch sitzen mit einem Block und ich kann mir Notizen machen und ich kann wirklich versuchen, das zu greifen, was mir da durch den Kopf geht. Aber wenn die Stunde vorbei ist, und dann benutze ich jetzt das Wort muss ich auch wirklich dann mich dran halten und den Stift hinlegen. Nee, ich muss natürlich nicht, aber ich entscheide mich ja dann dafür, dass ich das respektieren möchte.
Wieso kann das sinnvoll sein? Wenn ich das einmal mache, ist das vielleicht eine Erfahrung, dass ich einmal einen anderen Blickwinkel auf das Ganze werfen kann. Es gibt tatsächlich in der Behandlung von zum Beispiel der generalisierten Angststörung, was ganz oft Patienten sind, die halt ganz viel grübeln über viele verschiedene Inhalte, diese Grübelexposition, wo man sagt, statt das ständig über den Tag immer wieder zu machen, setzt man sich einen ganz klaren Termin und während dieser Stunde zum Beispiel darf ich nichts anderes tun als grübeln. Aber ich gehe wirklich, ich bleibe bei einem Thema, ich schweife nicht ab und ich denke nur über dieses Thema nach, sogar wenn es überhaupt keine Lösung gibt. Durch die Wiederholung dieser Termine stellt sich was ein, nämlich versteht das Unterbewusstsein irgendwann, ich muss nicht ständig Alarm schlagen, die Nachricht ist angekommen, oben im Cortex, es ist wichtig, mir darüber Gedanken zu machen. Und das wird jetzt gemacht, aber es wird strukturiert gemacht. Es gibt einen festen Termin, da kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Wenn ich es unter der Woche irgendeinen Einfall habe, was noch sehr wichtig ist, was dazugehört, mache ich mir vielleicht eine Notiz. Und der erste Punkt auf der Tagesordnung, wenn ich dann Grübelexposition mache oder wenn ich mein Projekttermin umsetze, ist, ich gucke mir meine Notizen an, ich gehe alles durch, was ich mir aufgeschrieben habe und dann versuche ich das so strukturiert wie möglich durchzugehen. Dadurch, dass eine Gewohnheit sich einstellt, kann ich erstens während diesen Terminen viel strukturierter nachdenken und zweitens während der Woche oder außerhalb der Termine viel besser loslassen. Das Unterbewusstsein ist beruhigt worden. Diese ganzen Sorgen wurden ernst genommen und werden jetzt zu festgelegten Terminen sich angeschaut. Das hat ganz oft ganz starke Effekte auf Schlafqualität, auf allgemeines Stressmanagement. Das heißt beispielsweise, hat mir jetzt eine Freundin vor kurzem erzählt, sie möchte noch gerne ein Auslandssemester machen, jetzt im Master, und sie weiß nicht, soll sie das machen, ne? Und dann hat sie da wochenlang überlegt und sie weiß auch nicht, welche Stadt und in welcher Reihenfolge sie da angeben soll und so weiter und so fort. Und dann hat sie wirklich wochenlang darüber nachgedacht. Dann habe ich ihr auch gesagt, setz dir einfach eine Deadline jetzt am Sonntag und dann sag einfach, bis dahin denkst du nach und dann entscheidest du, ne? Mhm. Und das, was du gesagt hast, ist halt wirklich sogar noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, ich denke am Sonntag von 10 bis 12 Uhr darüber nach. Mhm. Und dann entscheide ich mich. Mhm. Also sogar zu sagen, ich denke jetzt nicht die ganze Zeit, die ganze Woche darüber bis Sonntag nach, sondern genau in diesem Zeitfenster denke ich darüber nach. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich eine gute Herangehensweise, weil was man ja auch merkt bei solchen Personen, ne, das ist jetzt ja nur ein Beispiel mit der Freundin von mir, ja, die leiden dann ja auch darunter, weil die ganze Zeit in diesem, wie du es genannt hast, Gedankenkarussell sind, die ganze Zeit darüber nachdenken. Was natürlich auch kommen könnte als Antwort ist, ja, du hast am Anfang von Leichtigkeit gesprochen und das ist doch gar nicht leicht, jetzt einfach da sich Termine zu setzen, das hat ja eher was mit Kontrolle, Steifsein zu tun. Mhm. Was würdest du darauf antworten? Ist nicht ganz falsch, ne? Aber wenn man sich bewusst macht, dass es ja darum geht, mit solchen Methoden dafür zu sorgen, dass nicht ständig der Gedankenapparat sagt, ich muss. Und nicht ständig eigentlich das ganze Leben in Gänsefüßchen kontaminiert wird, ne? Mit Glaubenssätzen, mit auch automatischen Gedanken, die alles schwer machen, potenziell schwer machen. Dann ist es manchmal besser, diese ganze Energie, die ja verloren geht in Gedankenkarussellen und vielen anderen Momenten zu bündeln und zu sagen, ich mache das konzentriert, strukturiert. Und nochmal die Analogie, ne? So wie ich es vielleicht auch mit einem Jobprojekt machen würde. Oder wenn mich ein Freund oder eine Freundin fragt, ich habe da etwas, was mir viel Gedanken macht, würdest du dir Zeit nehmen, mit mir das mal zu besprechen? Dann würde ich sagen, klar, am Sonntag um 10 Uhr machen wir das, aber dann setzen wir uns wohin, wo wir nicht gestört sind und wir gehen die Situation durch, würde ich dann vielleicht machen können.
Aber wiederum bei mir selbst, wieso eigentlich nicht auch? Ne? Klar, das kostet Energie, manchmal auch Überwindung und auch die Akzeptanz, dass Veränderungen nicht leicht sind und dass es vielleicht ein paar Anläufe braucht, bis dass ich den Weg gefunden habe, das für mich umzusetzen. Aber Ziel ist ja immer, dass ich unter dem Strich ganz viel Energie und Leichtigkeit gewinnen kann, ganz klar. Wenn ich diese Sorgen und Grübeleien, die ja vielleicht sowieso da sind, jetzt gebündelt kriege und dafür den Rest der Zeit einfach viel besser loslassen kann. Das klingt jetzt ja relativ ernst und analytisch. Was denkst du, welche Rolle spielt der Humor dabei? Humor ist eine Riesenressource, die Patienten haben können, also in meiner Erfahrung als Therapeut. Ich arbeite viel mit Humor, auch in der Praxis. Nicht mit jeder Person. Es ist auch immer wichtig, dass Humor ist was sehr Individuelles und Subjektives. Es muss passen. Es gibt Menschen, für die ist Humor eine Riesenressource und dann sollte man das auch nutzen können. Und auch, ich habe Momente erlebt mit Patienten, die ganz, ganz schlimme Dinge erlebt haben, Traumatisierungen oder ganz schwere Depressionen hatten, mit denen wir trotzdem sehr viel gelacht haben im therapeutischen Kontext und die für sich Humor auch für sich nutzen können. Genau, es ist wie bei allem. Ne? Es gibt nicht diese eine Faustregel für die eine Person, kann Humor eine Ressource sein, für die andere kann es aber auch ein Abwehrmechanismus sein, der auch seine Funktion hat, ne? Den man auch nicht der Person abstreiten muss. Manchmal ist Humor halt auch die Möglichkeit, wegzulenken von dem, was schmerzt, was erstmal auch funktional ist und wo es dann vielleicht im zweiten Schritt interessant trotzdem sein kann, auch mal hinter den Humor zu schauen. Ja, ich finde, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, weil ich ertappe mich auch bei meinen Kompensationsstrategien manchmal, welche jetzt unter anderem auch Perfektionismus ist. Und manchmal bin ich dann auch sehr ernst und analytisch in meinem Perfektionismus und dann schaffe ich es aber manchmal mittlerweile wirklich dann kurz rauszugehen. Und dann betrachte ich mich da, wie ich wieder perfektionistisch unterwegs bin und muss selber kurz lachen, so über mich und meine Verhaltensweise so. Und das ist irgendwie total schön, ne? Und ich finde, das spricht auch gar nicht gegeneinander, ne? Es spricht nicht gegeneinander, sich mit einer Sache ernsthaft auseinanderzusetzen und auch mal zu analysieren, okay, das scheint hier gerade ein Problem zu sein, lass uns für Sonntag einen Termin setzen, wo ich darüber nachdenke und gleichzeitig kannst du trotzdem auch die Sache mit Humor betrachten und sagen, ja, witzig, dass es für dich ein Problem ist, für andere wäre es wahrscheinlich gar kein Problem. So, ne? Aber so bist du halt. Du bist ein Mensch und du darfst dich mit deinen eigenen Unzulänglichkeiten, die wir alle haben, auseinandersetzen. Absolut. Ich habe bewusst, das war mir von Anfang an klar, als ich die Bücher geschrieben habe, war mir zwei Dinge klar. Das eine war für mich sehr, sehr wichtig, dass sie wissenschaftlich orientiert sind, dass sich die allermeisten Methoden, die drin vorkommen, dass es eine wissenschaftliche Grundlage dafür gibt. Und das Zweite, was mir aber wichtig war, dass es trotzdem in Gänsefüßchen so locker wie möglich irgendwo vermittelt werden sollen. Aber es gibt Selbsthilfebücher, ganz viele, die sehr gut sind, mit ganz vielen wissenschaftlichen Methoden, die aber trocken sind. Und die halt auch von Patienten oft dann eher als etwas gesehen werden. Ne? Das muss ich jetzt umsetzen, wenn es mir besser gehen möchte, dieses trockene Ding jetzt durcharbeiten. Und dann gibt es das andere, es gibt sehr viele schöne Ratgeber und Selbsthilfebücher, die dann ein Stück weit vielleicht weniger wissenschaftlich orientiert sind, trotzdem sehr gut sein können, die aber dann vom Ton her ja diese Lockerheit hinkriegen, ne? Damit das auch aufgenommen wird. Und dieser schmale Grat war für mich irgendwo das, was ich anvisiert habe. Also es war mir sehr wichtig, dass es wissenschaftlich ist. Und trotzdem versuche ich mit ganz viel Humor auch das Ganze ein Stück weit aufzulockern. Das
kommt bei manchen gut an, bei anderen nicht. Ich habe auch Feedback bekommen, dass es dann wieder nicht ernsthaft genug ist oder der Humor des Ganzen manchmal dann vielleicht auch ins Lächerliche ziehen könnte. Das ist ein Risiko, das man eingeht, dass man wird es ja nie jedem recht machen können. Persönlich bin ich sehr zufrieden mit dem Ton der Bücher, den ich irgendwann dann gefunden habe. Ich denke, der Erfolg deiner Bücher spricht auch für sich. Um den Kreis zu schließen, welche Haltung möchtest du Menschen mitgeben, um sich innerlich wieder sicher genug zu fühlen und damit Veränderung wirklich möglich wird? Ja, als Therapeut und Wissenschaftler, wenn ich das jetzt so sagen kann, ist mir wichtig, dass man versteht, dass man viel machen kann, dass bei eventuell bereits vorliegendem Leidensdruck, wenn es Menschen vielleicht gesundheitlich bereits nicht gut geht, dass es sehr wichtig ist zu wissen, dass es Hilfe gibt, die wirksam ist. Psychotherapie ist sehr wirksam bei den meisten psychischen Krankheiten, das immer noch nicht unbedingt gewusst ist oder verbreitet genug ist. Als Wissenschaftler wäre mir das sehr wichtig, dass man weiß, Hilfe ist da und sie ist wirksam. Und auch wenn es jetzt nicht so ist, zum Glück nicht so ist, dass man vielleicht bereits unter psychischen Symptomen oder Leidensdruck leidet, ist trotzdem vieles, was wir heute wissen, aus Psychologie und Gesundheitsforschung konkret anwendbar. Und manchmal sind es so super simple Dinge, wie das, was wir jetzt heute besprochen haben. Ne? Ein Wort, das Wort muss, einfach mal ein bisschen bewusster drauf zu achten. Jedes Mal, wenn dieses Wort über die Lippen kommen möchte, versuchen, ob man das nicht umändern könnte und nicht einfach sagen kann, ich will. Dass solche Ansätze tatsächlich auch nachweisbar wirksam sind, um sich präventiv auch vor psychischer Krankheit zu schützen oder um es positiv zu formulieren, um sich präventiv seine Gesundheit zu fördern. Diese Dinge wirken. Und als Autor der Bücher würde ich sagen, man muss nichts. Ja, man muss auch nicht, ich sag mal, auch diesem Drang nachgehen, der offensichtlich auch in den sozialen Medien im Moment dominiert. Ich habe eine Statistik gesehen, Mental Health ist jetzt in den sozialen Medien bei weitem das am meisten repräsentierte Thema. Mental Health ist überall, aber nur ein Bruchteil von dem, was unter Mental Health dann auftaucht, ist, oder ein Bruchteil oder ein Teil ist wissenschaftlich fundiert und ein großer Teil ist einfach auch nicht unbedingt immer wissenschaftlich und nicht immer auch sehr, sehr hilfreich. Ne? Das heißt, man hört im Moment halt auch überall nicht nur, man muss Leistung bringen, sondern man muss auch an seiner psychischen Gesundheit arbeiten. Auch das muss man nicht. Die Frage ist, wenn man erkennt, dass es einem gut tun könnte, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen und dann auszuwählen. Ne? Ich habe in meinen Büchern über 100 verschiedene Methoden. Das heißt ja nicht, dass man das alles jeden Tag machen muss. Vielleicht ist ja die eine Methode dabei, die für einen selbst passen könnte, wo man sich vorstellen kann, wenn ich das teste, umsetze, vielleicht hilft das ja. Und wenn ich da Lust drauf habe oder denke, das könnte der richtige Weg sein, dann kann ich es ja einfach mal austesten. Sascha, am Ende des Podcasts stellen wir immer dieselbe Frage. Und zwar kennst du ja diese Testmeldungen, die oft vom Start auf unser Handy kommen, wo wir uns erschrecken und wo die dann eine Testmitteilung machen. Wenn du eine solche Meldung mit einem Satz an alle Menschen in Deutschland oder auch Luxemburg, wo du herkommst, schicken könntest, jetzt, welcher Satz wäre das? Ja, es ist okay, auch mal nicht sich gut zu fühlen, aber man kann viel dazu beitragen, dass man sich gut und manchmal auch besser fühlen kann. Sascha, wo können die Menschen dich finden?
Also meine Bücher gibt es da, wo es Bücher gibt. Und ansonsten bin ich in den sozialen Medien vertreten. Genau, ich halte manchmal Vorträge zu den Büchern. Ich bin Luxemburger, ich lebe in Luxemburg. Das heißt, in Luxemburg bin ich mehr unterwegs, aber genau, die Bücher gibt es überall da, wo es Bücher gibt. Die Links finden in der Beschreibung, auch zu Saschas neuestem Buch Faktencheck Psyche. Sascha, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Vielen Dank.